Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie her. Herzlich willkommen zum NADA Akupunktur Do-it-yourself Workshop. NADA Protokoll, NADA Detox, Suchtakupunktur, Entgiftungsakupunktur oder 5-Punkte-Ohrakupunktur. Das sind alles Namen für das gleiche Konzept. Mein Name ist Jan Seber, ich bin Arzt in Deutschland und ich mache seit über 30 Jahren Ohrakupunktur und auch NADA-Akupunktur. Das NADA-Protokoll umfasst diese 5 Punkte, die Sie hier sehen. Und meine Erfahrung ist, dass wirklich jeder Mensch überall auf der Welt NADA-Akupunktur mit einfachen Mitteln selber durchführen kann. Und das möchte ich Ihnen in diesem kurzen Workshop-Video zeigen. Ich weiß, Sie sind super neugierig und ich fange gleich einmal an, einfach nur die Punkte zu zeigen und dann gehen wir in die Details hinein. Und der erste Punkt im NADA-Protokoll ist der Punkt Lunge. Der befindet sich im Bereich der Ohrmuschel, in der Mitte, ein bisschen in diese Richtung hier. Das heißt, wenn ich mir das als Ohrbild angucke, dann würde ich jetzt hier ist die Helixwurzel, hier unten ist die untere Ohrmuschel, nehme ich die Ohrmuschel, gehe ein bisschen in diese Richtung. Das heißt, hier etwa ist der Punkt Lunge. Ich werde im Laufe dieses Videos die Punkte noch genauer am echten Ohr erklären, sodass Sie das alles genau sehen können. Das wäre Lunge. Dann haben wir oberhalb der Helixwurzel die Organe, die unter dem Zwerchfell sich befinden. Und im Grunde kann man sagen, in diesem Eck hier, in dem Eck hier oben außen, befindet sich der Bereich Leber. Das heißt, mein zweiter Punkt in der NADA-Ohrakupunktur, der Leberpunkt, kommt hier in diesen Bereich hinein. Haben wir also einen Punkt Lunge, zweiter Punkt Leber. Dann gibt es diese Kante am Ohr und die macht hier oft einen kleinen Knick. Wenn Sie Ihr eigenes Ohr nehmen und hier mal fühlen, fühlen Sie, das ist eine richtig starke Kante und hier gibt es so einen Knick da oben. Und da, wo dieser Knick ist, ein Stückchen in diese Richtung, dann auf dem Boden der Ohrmuschel, da kommt der Punkt Niere hin. Niere ist der dritte Punkt. Der würde also etwa hier angesiedelt werden. Wir haben also 3 Punkte in der Ohrmuschel abgebildet und jetzt gibt es noch 2 Punkte in der Dreieckskuhle hier oben am Ohr und der eine Punkt ist der Punkt Shenmen. Wenn ich diesen oberen Schenkel dieses Dreiecks so ein bisschen nach oben gehe, ein bisschen nach innen gehe, lande ich beim Punkt Shenmen. Shenmen ist der berühmteste sozusagen dieser Punkte hier oben. Also haben wir 3 unten, einen hier oben und jetzt kommt der letzte Punkt, das ist der Punkt Vegetativum 1 oder Autonomic oder in meinem System der balancierten Ohrakupunktur ist es der Wurzelpunkt. Der ist ganz am Ende von dieser Kante. Wenn ich also am Ohr meine Kante fühle, kann ich mit dem Finger hier richtig drunter verschwinden und ganz am Ende, das ist der Wurzelpunkt, der Steißbeinpunkt. Auch der ist übrigens in einem anderen Video über die Wellness-Akupunktur genauer beschrieben. Den hätten wir dann hier. Das sind die 5 Punkte des NADA-Protokolls. Und meine Erfahrung ist, es ist sehr wirksam und effektiv. Und jetzt im Rahmen der ganzen Corona-Zeit haben viele Menschen Schlafstörungen gehabt, waren aufgeregt, haben Schmerzen, haben sich erregt, waren aggressiv, sind unter Stress geraten. Und ich habe das NADA-Protokoll sehr viel und sehr häufig eingesetzt. Und mir ist aufgefallen, es gibt gar keine vernünftige Anleitung, jedenfalls habe ich keine gefunden, es selber zu machen. Und deswegen möchte ich Ihnen in diesem Video all diese Informationen geben. Wir beginnen mit der Orientierung am Ohr. Das eine ist ein Bild von Leonardo da Vinci, das andere ist ein Gummiohr. Es gibt 2 Strukturen am Ohr, an denen Sie sich insbesondere orientieren können. Und diese 2 Strukturen sind einmal die Dreieckskuhle, die Fossa triangularis. Das haben Sie im oberen Bereich des Ohres. Das ist sozusagen meine Fossa triangularis. Wenn Sie an Ihrem eigenen Ohr fühlen, können Sie fühlen, dass die untere Kante eine relativ harte Kante hat. Und hier drunter ist die Ohrmuschel. Das heißt, wir haben einmal die Dreieckskuhle hier oben und wir haben im unteren Bereich die Ohrmuschel, die Concha. Und die Concha liegt vertieft. Das ist wie bei einem Swimmingpool oder einer Badewanne dieser untere Bereich.
Und die Concha, wenn Sie es sozusagen genau nehmen, teilt sich auch nochmal in zwei Hälften. Sie sehen nämlich, dass Sie, wenn Sie diese Helixwurzel nennt sich das, es ist sozusagen so, ich kippe das Ohr ein bisschen. Sie sehen, dass diese Struktur hier, die Helixwurzel, die Concha einteilt in eine untere Concha. Wir nennen das sozusagen die Concha inferior, dieser Bereich hier, und in eine obere Concha, das ist der Concha superior. Das heißt, wir haben zwei Punkte oben in der Fossa triangularis und wir haben drei Punkte unten in der Concha inferior und Concha superior. Mit dieser Orientierung gehen wir jetzt sozusagen wieder ans Ohr und schauen uns die einzelnen Punkte an. Drei Punkte liegen in der Concha. Und wenn Sie an Ihrem Ohr einmal fühlen und mit dem Finger über diese Kante gehen, dann werden Sie merken, es gibt hier einen Knick und Sie kommen hier hoch und da, wo meine Fossa triangularis ist, habe ich einen zweiten weiteren Knick. Das ist mein Orientierungsknick, den ich sozusagen brauche. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Das ist der Punkt Lunge. Und der Punkt Lunge befindet sich in der unteren Concha. Wenn Sie das Ohr nehmen und Sie schauen sich die untere Concha an, das heißt, Sie schauen so aufs Ohr. Wenn Sie so aufs Ohr schauen, sehen Sie nur ein bisschen von der Concha. Wenn Sie wirklich so von oben auf das Ohr drauf schauen, dann können Sie sagen, das ist meine Concha inferior. Und wenn Sie die Mitte von dieser Concha inferior nehmen und Sie gehen ein bisschen in diese Richtung nach schräg oben, Sie gehen ein bisschen in diese Richtung hin, dann haben Sie dort den Punkt Lunge liegen. Das heißt, Lunge ist dieser Bereich am Ohr. Wenn ich also jetzt meine Hinweise wegnehme, Sie sehen, es ist ein bisschen von der Mitte versetzt zur Seite. Der zweite Punkt, den wir am Ohr haben, ist der Punkt Leber. Jetzt brauchen wir die obere Concha. Das heißt, ich kippe mein Ohr, dass Sie etwas besser in die obere Concha gucken können. Wenn Sie mit dem Finger hineingehen, werden Sie merken, einmal kann man die Helixwurzel gut spüren und zum anderen gibt es so eine Grenze, wo der Boden des Swimmingpools ist und wo die Wand des Swimmingpools ist. Die Wand interessiert uns nicht, der Punkt ist auf dem Boden. Und wenn ich diesen Helixwurzel nehme, in dieser Ecke hier, das ist sozusagen mein Zwickel, wie die Österreicher sagen würden, diese Ecke hier, in der befindet sich der Punkt Leber. Das heißt, wenn ich hier hingehe und mir die Struktur angucke, dann haben wir hier die Helixwurzel, dann haben wir die Grenze meiner Ohrmuschel etwa da und dann haben wir den Punkt Leber in diesem Bereich. Und ich lasse das Ohr jetzt einfach so gekippt, weil wir kommen jetzt zum dritten Punkt, Niere. Und jetzt sehen Sie, dass hier dieser kleine Knick notwendig ist. Wenn Sie das Ohr sich hier anschauen, dann bemerken Sie, dass, wenn man das hier anguckt, hier ist etwa dieser Knick. Ja, Sie sehen ja unterer Schenkel, oberer Schenkel. In dem Bereich ist hier irgendwo dieser kleine Knick. Und da, wo der Knick ist, gehe ich auf den Boden der Ohrmuschel. Das ist sozusagen meine Einteilung. Und auf der einen Seite davon ist der Punkt Niere. Das heißt, wir haben auf dem Boden in der Ecke den Punkt Leber, neben dem, unter dem Knick etwas in diese Richtung den Punkt Niere und wir haben die Zone Lunge im Bereich der Concha, aber aus der Mitte heraus gesehen ein bisschen in diese Richtung geschoben. Jetzt folgen die zwei Punkte in der Fossa triangularis. Wenn Sie das Ohr so draufschauen, dann kann man ja diese Fossa triangularis sehr schön und klar sich anschauen. Wir haben den unteren Schenkel, der so eine Härte hat, und wir haben diesen oberen Schenkel. Und ich finde, der nächste Punkt, den ich besprechen möchte, ist der berühmteste Punkt der Ohrakupunktur. Das ist der Punkt Shenmen. Shenmen ist übersetzt aus dem chinesischen Tor der Götter.
Und es ist der berühmteste Punkt, in Anführungsstrichen, der in der chinesischen Ohrakupunktur auftaucht. Und deswegen wird er, glaube ich, so häufig angewandt. Ich finde den, wenn ich meinen oberen Schenkel ein bisschen nach oben gehe und ein bisschen nach innen gehe. Also ich gehe ein bisschen meinen oberen Schenkel nach oben, ein bisschen gehe ich den nach innen und dann habe ich hier meinen Punkt Shen Men in der oberen Ecke der Fossa Triangularis. Eine zweite Möglichkeit, sich den Punkt Shen Men also eine Idee zu bekommen, wo der Punkt Shen Men ist das Bild der Maus. Wenn Sie sich vorstellen, das ist eine kleine Maus, die Fossa Triangularis, und dort die Barthaare und das Auge sich vorstellen, dann ist Shen Men da, wo das Auge liegt. Und der letzte Punkt ist der Punkt Autonomik bzw. Vegetativum 1 in der deutschen Nomenklatur und in der Nomenklatur der balancierten Ohrakupunktur der Wurzelpunkt. Sie sehen, der ist gestrichelt, das heißt, der ist nicht oben drauf auf meiner Helix hier an der Stelle, sondern er ist unten drunter. Das heißt, wenn Sie hier mit dem Finger fühlen und Sie fühlen diese harte Kante und Sie gehen da rein, dann landen Sie am Ende genau bei dem Punkt. Ich klappe das hier mal so ein bisschen auf. Das heißt, Sie sehen hier, können hier sozusagen so ein bisschen reingehen. Wenn Sie hier folgen, dieser Kante, da wo es nicht mehr weitergeht, hier hinten, das ist der Punkt Autonomik. Ja, das heißt, der ist wirklich in der Krempe drin, ganz am Ende. Hier befindet sich der Punkt. Und Sie sehen schon, wenn das Ohr so gekippt ist, dann ist es einfach viel, viel schwieriger, einen Punkt sozusagen genau einzuzeichnen. Das heißt, hier wäre der Punkt Autonomik und hier oben wäre der Punkt Shen Men. Und auf dem Boden der Concha, aus der Perspektive können Sie das im Grunde gar nicht sehen, weil der Leberpunkt ist eigentlich hier drunter. Ja, das heißt, Sie sehen das gar nicht, weil es ist verdeckt. Kommen wir zum Material. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie anwenden können. Die habe ich Ihnen hier einfach einmal hingelegt. Der professionelle Bereich arbeitet mit dem Kugelstopfer, das kennen Sie vom Zahnarzt, und mit vorbereiteten kleinen Goldkügelchen auf Pflaster. Wir werden das hier in diesem Video ersetzen, diese Pflaster durch kleine Samenkörner, zum Beispiel Quinoa oder Hirse. Es kann irgendein kleines Korn sein und Pflaster. Beziehungsweise wir werden den Kugelstopfer ersetzen durch den Zahnstocher oder durch einen anderen Stift. Das Entscheidende ist, dass der Stift stumpf ist, also dass der nicht zu spitz ist, weil sonst verletzen sie sich. Das heißt, das, was wir wirklich brauchen, Samen, Pflaster und ein Zahnstocher. Hier sehen Sie das professionelle Material, das heißt die Kugelstopfer und die Goldkügelchen, die auf dem Pflaster sozusagen so vorbereitet sind. Die brauchen wir für unsere Zwecke aber nicht. Ich sage Ihnen am Ende, wenn Sie damit arbeiten wollen, wo Sie die auch günstig bekommen können. Das, mit dem wir hier arbeiten, sind Samenkörner. Einmal habe ich da oben Quinoa liegen und darunter Hirse als Beispiel. Und wir brauchen ein Pflaster oder eine Leukoplastrolle und Zahnstocher oder etwas anderes. Das Grundprinzip ist, das Pflaster wird in kleine Stückchen geschnitten. Sie machen daraus kleine Vierecke. Und das Grundprinzip ist, dass Sie so ein Samenkorn nehmen. Ich habe jetzt durchsichtiges Pflaster genommen, damit Sie das besser sehen können. Wenn Sie dann ans Ohr gehen, ich werde es noch live auf dem Video zeigen, nur das Grundprinzip, Sie bestimmen zum Beispiel Shen Men als Punkt am Ohr und dann nehmen Sie das Pflaster darüber, Finger drauf und ziehen den Zahnstocher weg. Sie können auch eine Pinzette nehmen, um das da dran zu bringen. Ich persönlich bin es sehr gewohnt, mit diesen Kugelstopfern zu arbeiten und verwende daher oder zeige Ihnen im Demo eher das. Wie wende ich das Ganze an? Zunächst orientiere ich mich am Ohr. Ja, Sie sehen, von der Perspektive her ist es nicht ganz ideal, aber Sie orientieren sich, Sie sehen die Concha, hier sehen Sie die Helixwurzel, die das unterteilt. Das heißt, das ist die Concha inferior, der Lungenpunkt. Dann bringe ich den Kleber mit dem
Zahnstocher dahin, Finger drauf und festdrücken. Ja, das ist jetzt der Lungenpunkt. Jetzt orientiere ich mich wieder. Helixwurzel. Wo ist mein Zwickel, die Ecke? Und jetzt suche ich mir diese Zone. Wieder wird der Kleber aufgebracht mit dem Kügelchen. Finger drauf und festdrücken. Der dritte Punkt, ich fange immer von unten an, das heißt Lunge, Leber, Niere in der Reihenfolge. Jetzt kommt der Nierenpunkt. Sie können den Knick schön sehen, da am Ohr. Ne? Das Pflaster was kürzer, damit es nicht piekst am Ohr. Und Sie sehen, dass ich auch mit dem anderen Zahnstocher das abmachen kann, wenn ich mit dem Finger nicht so richtig hinkomme. Das werden wir gleich beim letzten Punkt, Vegetativum 1, Autonomic, nochmal deutlich sehen. Jetzt kommt der Punkt Shenmen. Dafür brauche ich die Fossa triangularis, die Idee des Mäuseauges oder die Idee etwas hoch, etwas rein. Pflaster, Finger drauf. Ja, am Anfang werden Sie ein bisschen länger dazu brauchen, aber das ist einfach eine Frage der Übung. Der schwierigste Punkt ist der Vegetativum 1 Punkt. Mit dem einen Werkzeug schaffe ich mir ein bisschen Sicht, indem ich die aufsteigende Helix hochdrücke. Und mit dem anderen Werkzeug drücke ich das da drin fest. Da kommen Sie oft mit dem Finger nicht rein. Das heißt, Sie müssen mit den Zahnstochern arbeiten. Die Frau, bei der ich das demonstriert habe, hat hinterher gesagt, ich mache es ja normalerweise nur mit Goldkügelchen. Auch diese Samenkörner haben unwahrscheinlich wirksam gewirkt. Ich hoffe, Sie haben das in dem Film gut erkennen können, wo das hinkommt. Deswegen habe ich ganz am Anfang dieses Videos Ihnen die Punktlokalisation einfach einmal so dargestellt, sodass Sie das sich wieder anschauen können und sich erinnern können. Ich verweise unterhalb von dem Video auch auf eine PDF, wo all diese Dinge drauf sind, auf eine Webseite, wo mehr Informationen dazu zu finden sind. Da finden Sie auch Ausbildungsmöglichkeiten in verschiedenen Ländern. Und wann sollten Sie es nicht tun? Kontraindikation. Die wichtigste Kontraindikation und eigentlich die einzige ist, wenn das Ohr entzündet ist. Wenn das Ohr rot ist, es blutet, es ist entzündet, dann keine Kleber draufbringen. Das kann die Entzündung verschlimmern. Normalerweise können Sie die Samenkörner 5 Tage drauf lassen und bei Kindern 3 Tage. Und wenn Sie bemerken, dass es juckt, dass es wehtut, das Ohr wird rot, es gibt Schmerzen am Ohr, dann machen Sie die ab. Ja? Der Patient oder die Person, die die Kügelchen bekommen hat, wenn die merkt, mir tun die nicht mehr gut, machen Sie sie einfach ab. Solange sie gut tun, ist es wunderbar. Hier ist noch einmal die Demonstration am Ohr, diesmal mit japanischen Goldkügelchen, wie ich es in der Praxis mache. Das ist eine Patientin, wo ich mitgefilmt habe. Und als erstes geht es um die Orientierung am Ohr. Sie sehen in diesem Ohr sehr schön die Concha, die Fossa triangularis, die Helixwurzel. Und aufgrund dieser Helixwurzel, das ist meine Lungenlokalisation, kann ich den Lungenpunkt finden und bringe das Goldkügelchen dahin. Sie sehen, das Pflaster des Goldkügelchens ist rund. Es lässt sich recht gut handeln dabei. Und da ich viele Patienten am Tag versorge, ist es mir lieber, das professionell zu haben. Aber wie gesagt, mit dem Samen funktioniert es genauso gut. Dann sind wir beim Leberpunkt. Wieder anbringen, drauf. Und wenn Sie können, ich verlinke Ihnen unten auch die Bezugsadresse, aber vielleicht haben Sie auch einen befreundeten Zahnarzt. Ein Kugelstopfer ist wirklich sehr hilfreich dabei. Achten Sie gleich mal drauf, der hat abgerundete Enden. Dadurch ist die Verletzungsgefahr gering und man kann wirklich gut erkennen, man kann wirklich gut am Ohr arbeiten. Der Nierenpunkt unterhalb von dem Knick, der Knick ist ja sehr schön zu sehen. Sie sehen, dass dieses Weiße, diese Kante der Fossa triangularis, der unteren Begrenzung, ja, die ist deswegen so weiß, weil das diese Knorpelkante ist. Und wenn Sie bei der Fossa triangularis der oberen etwas folgen, etwas nach oben, etwas nach innen, dann haben wir da den Punkt Shen Men, Goldkügelchen drauf. Und jetzt kommt der Punkt Vegetativum 1, Autonomic oder Wurzelpunkt. Und da ist der Kugelstopfer wirklich Gold wert. Ich hebe diese Ohrstruktur hoch, dann kann ich da sehr schön drauf sehen. Und da, wo das Weiß aufhört und die rote Haut beginnt, das ist der Punkt, der Bereich, wo der Punkt hin muss. Und den müssen Sie ja mit 2 Werkzeugen, da kommen Sie mit dem Finger nicht rein.
Da ist diese Kugel sehr hilfreich zum Festdrücken. Und ich persönlich mag die Goldkügelchen sehr gerne, weil sie einfach schick aussehen, aber man kann sie nicht überall und immer einfach bekommen. Ja, das war der Kurzworkshop zum Do-it-yourself NADA-Akupunktur. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie können es umsetzen. Geben Sie mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn Sie tiefer in Ohrakupunktur einsteigen wollen, gibt es hier noch einen Ohrakupunktur-Workshop, auch als Playlist in meinem Kanal, wo Sie ein bisschen mehr Informationen über die Anatomie und die Lokalisation und die Ohrakupunktur bekommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Freude und vor allem Wirksamkeit. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss.